Moin aus Spanien. So, ich bin hier am Startpunkt des GR11. Gerade eben war ich schon mal kurz da unten irgendwo und habe meine Hand in den Äquator, sag ich schon, in den Atlantik reingehalten. Das war schon mal mega aufwendig, da runterzukommen. Totales Gekraxel, bin auch einmal schon ausgerutscht. Perfekter Start also. Es muss irgendwo noch eine andere Möglichkeit geben, da runterzukommen an den Atlantik. Hier oben auf jeden Fall, weil hier eigentlich auch ein paar Strände, also Steinstrände sind, aber mehr so Buchten. Und das war da definitiv nicht der Fall. Aber die Wege sind alle dermaßen eingewachsen, man kann eigentlich überhaupt nichts erkennen. Wir sind hier im Baskenland. Ich bin gestern Abend von Hamburg nach Bilbao geflogen. Und dann habe ich da ein paar Stunden mir die Stadt angeguckt und abends mit dem Bus nach Hendaye gefahren. Das ist in Frankreich. Dann bin ich direkt wieder zurück nach Spanien gelaufen. Das ist direkt einmal über die Brücke rüber. Der Fluss ist quasi die Grenze. Und dann bin ich in Irun gewesen. Irun ist eine etwas größere Stadt. Und da wollte ich eigentlich einen Bus nehmen nach Hondarribia. Allerdings hat gestern in Irun das wichtigste Fest des Jahres stattgefunden und das wusste ich gar nicht. Ich habe auch noch nicht so ganz recherchiert, was es ist, aber auf jeden Fall gab es eine Parade mit militärischen Figuren, sag ich mal. Also das war kein richtiges Militär, sondern die Leute laufen da so ähnlich wie am Karneval. Und Marschkapellen und so weiter und die ganze Stadt war voller Leute und die Hauptstraße war abgesperrt, weshalb dann da keine Busse mehr fuhren. Weshalb ich noch ein großes Stück durch Irun gehen musste, durch diese Parade quasi durch, bis ich dann an einer Bushaltestelle war, wo dann nicht mehr die Straße gesperrt war, die mich dann das letzte Stück nach Hondarribia fahren konnte. Und da habe ich dann spät abends im Hotel eingecheckt. Ja, und heute Morgen habe ich es ganz ruhig angehen lassen. Es ist jetzt schon nach 12, deutlich nach 12. Auf jeden Fall bin ich dann heute von dem Hotel aus, heute Mittag gestartet, so 10 vor 12. Und bin dann hier zum Startpunkt gelaufen vom GR11. Ja, es war eine ganz nette Strecke und jetzt laufe ich die natürlich wieder zurück. Das ist immer so ein bisschen doof, aber gut, das kann man nicht ändern. Hier fährt kein Bus durch. Und aber hey, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ist schon anstrengend wie Sau, weil es einfach total heiß ist. Aber irgendwie, das bleibt nicht aus, ne? Ich bin halt jetzt in Spanien und nicht mehr in Norwegen. So, aber jetzt wandern wir erstmal. Dort ist die Markierung. So, als hätte ich es herbeigeschworen, ist gerade voll die Sonne rausgekommen. Weshalb ich jetzt hier im klimatisierten Bus sitze und die ganze Strecke, die ich von meinem Hotel hergelaufen bin, mit dem Bus zurückfahre. Die habe ich schließlich schon gemacht. Und es ist heute noch ganz viel Stadt im Programm leider, bis ich in die Natur rauskomme. Und da dachte ich mir, muss ich den Teil nicht doppelt laufen.
So, jetzt bin ich wieder da, wo mein Hotel war. Das ist da unten die Straße runter. Und jetzt laufe ich hier noch ein bisschen durch diese schöne alte Örtchen, das Hondarribia heißt. Total belebt, wahnsinnig was los hier, obwohl eigentlich ja gerade Siesta ist. Keine Ahnung, warum die alle draußen sind. Vielleicht haben die hier normalerweise nicht so krasses Wetter. Aber ja, es ist jetzt wieder ultra warm. Und ich trinke jetzt erstmal Sprite. Ist schon echt richtig hübsch hier. Ich laufe jetzt gerade mal ein bisschen abseits vom GR11, also parallel zu dem quasi, weil der geht direkt an der Küste lang. Da bin ich aber heute Morgen schon lang gelaufen. Und jetzt gucke ich mir hier nochmal ein bisschen diese wunderschönen Seitenstraßen an. Das muss man ja eigentlich auch mitnehmen, wenn man schon mal hier ist. Echt super hübsch. Ja, der GR11 geht natürlich nicht die ganze Zeit durch Städte, also hoffentlich nicht, nein. Die erste 5-6 Tage, die gehen durchs Baskenland. Das ist noch etwas gemäßigter, was die Steigungen und sowas angeht und die Höhe. Und dementsprechend wird das dort noch ein bisschen dichter besiedelt sein. Aber später, wenn es dann ins Hochgebirge hochgeht, dann wird es auch richtig wild. Nicht so wild wie Norwegen, weil es immer doch auch mal ein paar kleine Bergdörfer gibt, aber ist ja auch mal interessant. Also ich glaube, hier hätte es noch richtig viel zu entdecken gegeben. Schade, dass ich nicht gestern früher da war, aber ich war erst um kurz vor 10 am Hotel. Ja, und war auch ziemlich fertig, weil ich morgens um 5 schon zu Hause gestartet war. Aber das ist auf jeden Fall hier ein richtig schöner Ort und ich glaube hier ganz viele historische Sites, die man besichtigen könnte und so. Da oben sieht es auch schon wieder so ein bisschen so aus, als gäbe es da was Schönes zu entdecken. Ja, schade, aber trotzdem schön was davon gesehen beim Durchlaufen und das hat schon mal gut gefallen. Ja, soweit echt eine unschöne Strecke. Hier direkt an der Straße lang. Aber gut, ich glaube, es gibt keinen Thru-Hike, wo man nicht mindestens einmal an so einer Kackstraße lang laufen muss. Allerdings bin ich froh, dass ich hier gestartet habe und nicht geendet, weil wenn das hier deine finalen Meter sind, gut, man kommt dann wieder durch Hondarribia und so und dann wird es wieder schöner. Aber nee, also da, wo ich nachher enden werde, wenn es denn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, laufe ich durch einen schönen Naturpark. Aber ja, da startet gerade ein Flugzeug. Aber da hinten sieht man schon die Berge. Und da gehe ich jetzt natürlich hin. Jetzt bin ich wieder in Irun, wo ich gestern schon war. Gestern war hier diese Parade, von der ich vorhin gesprochen habe. Also das ist ein richtiger Kontrast. Gestern war hier so viele Leute und jetzt ist hier wirklich keine Sau. Naja, ein paar. Aber gut, es ist ja eigentlich auch gerade mitten in der Siesta. Da sind die Leute eigentlich drin. Ganz viele Sachen haben auch einfach gar nicht geöffnet. Wie man zum Beispiel hier sieht. Der hat von 13 Uhr bis 15:30 Uhr geschlossen. Das ist hier ganz normal. Es ist auch teilweise sogar bei den Supermärkten so. Das finde ich ganz witzig eigentlich. Aber gut, also es ist auch teilweise wirklich... Also gestern in Bilbao war der Teufel los. Aber das ist halt auch Großstadt. Da halten die Leute sich da vielleicht nicht so dran oder können es natürlich auch gar nicht. Aber es ist halt wirklich brutal heiß in der Mittagszeit. Und da will man halt eigentlich wirklich nicht rausgehen, wenn man nicht so bescheuert ist wie ich. Nun gut, ich laufe jetzt hier noch ein Stück durch Irun und freue mich aber schon voll auf diese ländliche Gegend, die danach folgen wird. Also Wildnis ist das auch noch nicht, aber zumindest keine Stadt mehr. So, 14:10 Uhr, 30 Grad.
keine Ahnung. Ja, mit Markierungen sieht es irgendwie noch schlecht aus. Ich habe seit dem Start keine einzige mehr gesehen. Boah. Aber ich habe auf der Karte geguckt, wo ich lang gehen muss. Und ja, es müsste eigentlich passen. Aber schon, ja, mal sehen, wann es hier losgeht mit Markierungen. Boah, meine Bank im Schatten, ey. Und ein Maracuja-Eistee. Schmeckt lecker. Wird sofort warm. Kam frisch aus dem Kühlschrank. Das ist schon brutal. So, ich habe es aus Irun rausgeschafft. Im Hintergrund zwar noch eine fette Straße, aber jetzt geht's rein ins Hinterland. Und zwar da hoch. Ach du Scheiße. Das ist ja fucking steil. Ja, da habe ich jetzt eigentlich gar nicht so Bock drauf bei der Hitze. Aber hilft ja nichts. Junge. Na gut, also angeblich soll ich hier auf dieser Etappe auch schon auf über 400 Meter kommen. Naja, die muss man ja irgendwo herholen, wenn man vom Meeresspiegel aus startet. Und ja, dann geht das jetzt wohl los.